Ich will die Scheidung. Je schneller wir uns einig sind, desto schneller geht das Ganze. Du kriegst einen Pass von meinem Anwalt. Hör zu, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Strategie, über Lara zu gehen, wirklich die richtige ist. Wir finden einen anderen Weg, um an die Information zu kommen. Ein Amtsarzt muss die Amnesie Ihres Vaters bestätigen. Der Amtsarzt ist kein Idiot. Der Termin ist heute und er muss vorbereitet werden. Jo, das übernimmst du. Wenn Harro beim Amtsarzt aufliegt, dann haben wir alle ein Problem. Die einzigen, die jetzt noch verhindern können, dass ihr Plan funktioniert, sind Ansgar und Mertens selbst. Und ich weiß auch, wie wir sie dazu kriegen. Werdeplan Düsseldorf ist Ihre Idee. Sie haben mich dazu genötigt, die mit den Subventionskindern für Sie einzufädeln. Soll das ein Witz sein? Subventionsbetrug ist doch wohl Ihre Spezialität. Ich denke, das reicht. Dann hast du alles. Laut und deutlich. Jetzt kommen Sie, Mertens. Von diesem Kindertheater werden Sie sich doch nicht einschüchtern lassen. Du glaubst, wir bluffen? Spiel Ihnen doch bitte das Gespräch vor, das wir gerade aufgezeichnet haben. Das Gespräch, in dem ihr beide zugebt, dass ihr gemeinsam Subventionsbetrug begangen habt. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Wir waren ja dabei. Richtig. Und Sie als Jurist wissen doch am besten, dass solche Aufnahmen vor Gericht keinerlei Gewicht haben. Das ist richtig, aber vor der Presse schon. Und ich bin sicher, die werden für einigen Wirbel sorgen. Die Staatsanwaltschaft wird sicher Ermittlungen aufnehmen. Und dann fliegt auch das gefälschte Gutachten auf. Sie wissen, dass das Gutachten Ihnen den Hals brechen wird. Es sei denn, Sie zeigen sich kooperativ. Das ist alles ein Bluff, Mertens. Die beiden wollen uns gegeneinander ausspielen. Die wissen ganz genau, wenn wir zusammenarbeiten, können sie uns gar nichts. Sie müssen sich schon entscheiden. Ich rufe besser mal Ellie an. Ansgar hat die ganze Sache nur eingefädelt, weil er Lisbeth vom Thron schubsen will. Und ich bin sicher, sie fühlt sich sehr geschmeichelt, wenn sie erfährt, wie sehr du dich für sie ins Zeug legst. Ich habe auch schon alles versucht, aber der Junge glaubt mir einfach nicht. Weil der Junge dich besser kennt, als du glaubst. Hey. Warum sollte ich so schnell hier sein? Ja, passt mal auf, dieser Versicherungsfritze, dieser Glaser ist wieder in der Stadt. Hat von Harros Auferstehung erfahren und will sicherstellen, dass es sich nicht um Versicherungsbetrug handelt. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, bevor wir auffliegen. Schließlich sind wir auch dran, wenn rauskommt, dass wir davon wussten. Als Mitwisser langt mir jedenfalls vor Gericht. Und ich verliere garantiert meinen Job und du wahrscheinlich deine Approbation. Es tut mir wirklich leid, dass ihr solche Schwierigkeiten wegen mir habt. Das hättest du dir mal früher überlegen sollen. Das ist wahrscheinlich schon ein Schlachtplan, oder? Na ja, also heute ist ja Harros zweiter Test im Krankenhaus. Ich dachte, du kannst ihn noch mal vorbereiten. Du hast das Dossier doch durchgelesen. Mehr kann ich auch nicht tun. Es ist alles so kompliziert. Jetzt sag bloß, du hast das noch nicht mal durchgelesen. Ich habe dir alle Aufgaben zusammengefügt. Und du guckst da noch nicht mal rein? Theorie ist nicht gerade meine Stärke. Aber in der Praxis, da laufe ich zu Hochform auf. Mein Name, gute Frage. Irgendwas mit H. Heinrich Hubertus, Hannibal? Ja, sag ihnen genau das, dann sperren sie dich gleich ein. Der Test von heute ist wesentlich ausführlicher als der letzte. Haro muss genau die richtige Mischung treffen. Nicht zu viele und nicht zu wenige Erinnerungen. Damit deine Kollegin dissoziative Amnesie feststellt. Genau. Mit der Diagnose kann die Versicherung Haro gar nichts. Aber wenn du dann noch nicht mal reinguckst. Komm halt mit. Ja, komm halt mit. Ist das alles, was du zu sagen hast? Mann, kannst du Papa nicht einfach erklären, was er wissen muss? Sag mal zu. Ich belüge meine Kollegen. Ich riskiere meine Approbation. Und jetzt soll ich auch noch seine Arbeit machen. Vergiss es. Es hat sich nichts geändert. Du ziehst alle mit runter, aber mich nicht. Ich versuche mich ja zu ändern. Es geht nicht so schnell. Kim? Ich bin im Bad. Entschuldige, dass ich hier so reinplatze, aber ich brauche die Marktanalyse. Hast du geweint? Es geht schon wieder. Ist was passiert? Der Erscheinungsrichter will eine Auflistung unserer Besitztümer. Oh. Und jetzt hast du Angst, dass es schmutzig wird. Schmutziger geht's kaum nach allem, was passiert ist. Du bist über die Trennung doch noch nicht hinweg. Ich hab's gedacht. Gibst du euch denn noch eine Chance? Nein. Emilio hat mir mehr als nur einmal klar gemacht, dass er nichts mehr von mir wissen will. Also vielleicht geht es Emilio ja genauso wie dir. Er hat auch gedacht, die Trennung, das ist kein Problem, aber
Mit ein paar Wochen Abstand und vor allem, wenn es dann konkret wird, dann sieht die Sache schon anders aus. Das glaube ich nicht. Vor allem, wenn Emilio sieht, was er an Geld von mir bekommt. Aber ich bitte dich, Emilio hat dich doch nicht geheiratet, weil er es auf dein Geld abgesehen hat. Ich weiß aber trotzdem. Ich meine, er mag verbittert sein, aber er bleibt doch der gleiche Mensch. Also, wenn ich dir einen Rat geben darf. Ich an deiner Stelle, ich würde versuchen herauszufinden, ob es Emilio nicht genauso geht wie dir. Oh, Entschuldige. Oh, das ist wichtig. Lara, es ist gerade ein bisschen ungünstig. Wie bitte? Ja, ja. Hey, kam mit der Post. Neben so einem Richter, sieht wichtig aus. Danke. Hast du Scheiße gebaut? Nein, das sind die Scheidungsunterlagen wegen dem Vermögensausgleich. So einen Scheiß macht ihr? Weißt du, wie viel Kohle ich da kriege? Eure Ehe ist im Arsch. Reicht das nicht? Müsst ihr euch dann noch um Geld streiten? Pass mal auf, wenn Kim mir das gibt, was mir zusteht, dann gibt es keinen Streit. Versucht das Ganze doch erstmal freundschaftlich zu lösen. Sascha, das Thema Freundschaft ist durch. Außerdem kommt es nicht so gut, wenn man auf die Freundin der Ex steht. Lara? Echt jetzt? Weißt du, sie hat von Anfang an gewusst, dass ich unschuldig bin. Das kann man ja von einer anderen Kandidatin nicht so behaupten. Ja, aber dann ist das Ganze so ein kleines emotionales Feuer, mehr nicht. Entscheid dich doch mal, ob du der kleine Junge bleiben willst mit vielen Freunden und keinem Geld auf dem Konto oder ob du einer von denen bist, die es ganz nach oben schaffen. Doch, da ist mehr drin. Deswegen, je schneller das durch ist, umso besser ist es. Also, danke. Bitte. Lisbeth, das ist alles ein großes Missverständnis. Ich habe tatsächlich ein kleines Bauvorhaben geplant. Energiesparhäuser auf einem unserer Grundstücke. Sollte eine Überraschung werden. Wirklich eine tolle Überraschung. Eine Wohnsiedlung auf einem Grundstück, das du ohne unser Wissen auf eine Briefkastenfirma überschrieben hast. Also abgesehen davon, dass das Grundstück gar nicht bebaut werden kann. Deshalb mussten sie ja das Gutachten fälschen lassen. Und warum sollte ich das tun? Wenn ich die Häuser nicht baue, muss ich die Subventionen zurückzahlen. Was hätte ich also davon? Sie haben geplant, LCL zu kaufen. Um mich und den Rest der Familie aus der Geschäftsführung zu drängen. Und diese Subventionsgelder, das war so eine Art von Kredit, weil sie natürlich wussten, dass sie diese Summe auf normalem Wege gar nicht bekommen würden. Allerdings, viel Zeit hatten sie für diesen Plan nicht. Außerdem stellt sich mir die Frage, wieso Sie davon ausgehen, dass LCL in naher Zukunft zum Verkauf steht. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Das war eine rhetorische Frage. Die Antwort darauf finde ich garantiert. Mein Name steht auf keinem dieser Dokumente. Ihr alle hier könnt mir nichts nachweisen. Mertens Name steht auf dem Gutachten. Und das reicht, um ihn seines Amtes zu entheben. Ach ja, Herr Mertens. Wenn ich mich recht erinnere, blicken Sie doch auf eine makellose Karriere zurück, nicht wahr? Also, außer uns weiß ja niemand von diesem kleinen Betrug. Ich könnte dafür sorgen, dass das so bleibt. Wenn Sie dafür sorgen, dass Ansgar und Sie Ihre jeweiligen Anteile zurücküberweisen. Was? Nein, die beiden müssen vor Gericht. Klingt nach einem interessanten Angebot. Ach, finden Sie. Und wie wollen Sie mich dazu bringen, das Geld zurückzuzahlen? Ihre Tochter hat Ihnen doch bestimmt von der Akte erzählt, die ich über Sie angelegt habe. Darin sind genug Informationen enthalten, um Sie für Jahre hinter Gitter zu bringen. Sie bluffen. Lassen Sie es drauf ankommen. Leder oder Stoff? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Komm, lass es raus. Du bist im Laden ja schon fast geplatzt. Okay. Du willst, dass ich mit dir über Haro rede. Stimmt's? Kommst du denn darauf? Olli, du bist wie deine Tante. Ihr könnt euch nicht aus Dingen raushalten. Das steht nicht in eurer DNA. Doch, das kann ich sehr gut. Sie sind wirklich eine Augenweide. Schönes Kind. Das sagen Sie zu allen Frauen, die für Sie arbeiten, oder? Hey, Haro, nur ein Cocktail, gar nichts zu essen? Oh, wenn du mich so fragst. Kleinen Happen könnte ich schon vertragen nach der ganzen Aufregung. Wie wär's denn sonst auch noch mit einer entspannenden Fußmassage? Geht das denn?
Leni macht doch alles für ihre Kunden, oder? Gehört zum Service. Du bist nicht nur schön, sondern auch witzig. So eine Enkeltochter habe ich mir immer gewünscht. Und was haben sich deine Jungs gewünscht? Ja, das hast du doch gehört, dass ich mir diesen Amnesietest reinziehen soll. Du ahnst ja gar nicht, was das für ein Papierkram ist. Haro, sie versuchen, dich aus der ganzen Grütze rauszuholen. Ich meine, der Glaser kriegt dich dran wegen Versicherungsbetrug und sie wollen dir helfen. Sie tun alles für dich. Sie gefährden ihre Jobs. Sie lügen, sie zahlen sogar deine Deckel. Und warum? Weil sie dich lieben. Und das, obwohl du jeden einzelnen von ihnen im Stich gelassen hast. Du willst mir eigentlich sagen, dass Haro trotzdem mein Vater ist. Und dass er mich auf seine eigene verquere Art und Weise liebt und dass ich ihm helfen soll, stimmt's? Mhm. Haro ist bequem. Haro ist unverantwortlich und ja, er geht immer den einfachsten Weg. Wenn er mein Vater wäre, ich würde wahrscheinlich ausrasten. Okay. Trotzdem finde ich, dass du ihm helfen solltest. Aber nicht für ihn, sondern für dich. Wenn du es nicht tust, dann wirst du nämlich irgendwann an den Punkt kommen, dass du dir Vorwürfe machst. Ich weiß, dass dein Vater dich schon 1000-mal verletzt hat, aber vielleicht ist er ja lernfähig. Meine Jungs sind alles für mich. Davon merkt man aber leider nichts. Ich meine, Tim besorgt dir einen Job auf Königsbrunn und hat deshalb jetzt Stress mit Rebecca. Frank als Polizist deckt alle deine Betrugsfälle und Jo versucht dir sogar noch zu erklären, wie man einen Amnesietest fälscht, aber du... Nicht so laut, schönes Kind. Aber du hast nichts Besseres zu tun, als in der Kneipe meines Bruders einen Cocktail nach dem anderen zu schlürfen. Natürlich auf seinen Deckel, während sich alle für dich den Arsch aufreißen. Und dann beschwerst du dich auch noch, ja? Dass sie enttäuscht von dir sind und nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Aber ich sag dir jetzt mal eins. Gegen eine wütende Frau sind die drei wirklich geduldig. Also, sei froh, dass du die Scheiße nicht mit mir durchgezogen hast. Das ist das Dossier von dem Amnesietest mit Jos Anmerkungen. Ja, und wenn ich mir das alles nicht merken kann? Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir jedes Wort einzeln in den Schädel hämmern muss. Hi. Du hast das Schreiben auch gekriegt. Wie du siehst. Ganz schöner Papierkram. Das sollte für dich kein Problem sein. Du hast doch bestimmt einen Anwalt, der dir hilft. Oder vielleicht sogar einen Staatssekretär. Ich habe nichts mehr mit Pierre zu tun. Mensch, Kim, ich habe euch vor ein paar Tagen noch zusammen gesehen. Ja, okay. Ich habe mich mit ihm getroffen, aber nur, um für Ansgar ein paar Sachen auszuspionieren. Hat aber nicht geklappt. Wieso? Weil du die ganze Zeit damit beschäftigt warst, dein Höschen zu suchen? Ich kann nicht verstehen. Ich würde mir auch kein Wort mehr glauben. Okay, also was willst du dann von mir? Hä? Willst du jetzt auf Freundschaft machen, damit ich die Cola nicht verlange? Hm? Nein. Ich habe einfach gehofft, dass wir noch mal miteinander reden können. Und worüber? Ich vermisse dich. Ich weiß, wir können das alles nicht mehr rückgängig machen. Vielleicht können wir einfach noch mal von vorne anfangen. Wir haben beide Fehler gemacht. Weißt du, Kim, mein einziger Fehler war es, mich jemals auf dich einzulassen. Elli, das ist nicht in Ordnung. Ich will, dass die beiden angezeigt werden. Lara, ich danke dir für deine Hilfe und deinen Einsatz. Aber wie ich mit solchen Dingen umgehe, das musst du schon alleine mir überlassen. Dann erklär's mir. Ansgar käme aus dieser Sache wahrscheinlich fein raus. Womöglich könnte er am Ende sogar das Geld behalten. Und Mertens, ich habe endlich genug Beweise, um ihn dran zu kriegen. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber in dieser Sache hat Ansgar für mich einfach Priorität. So, die Ministerin weiß jetzt, dass sie das Grundstück seit den letzten Regenfällen als zu unsicher erwiesen hat. Deshalb ziehe ich meinen Bauantrag zurück und versichere, dass ich die Subventionsgelder noch heute zurücküberweisen werde. Gesendet. So, und jetzt die Überweisung der Gelder. Moment, damit eins mal ganz klar ist. Diese ganze Nummer hier, die findet nur statt, wenn ich Chef der Bank bleibe und meine Suite auf Königsbrunn behalte. Naja, Ansgar hat mitgeholfen, mich zu finden, als ich entführt war. Er hat sich im entscheidenden Moment wohl doch daran erinnert, was es heißt, Mitglied dieser Familie zu sein. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Sie sich auch jetzt in diesem Moment daran erinnern. Außerdem
Er ist pleite, ist doch keine Gefahr mehr. Elisabeth. Hör auf, Lisbeth. Die Überweisung. Jetzt. Jo, danke, dass du gekommen bist. Ich will nur sicher gehen, dass du keinen Mist baust. Denn davon hängt ja, wie du weißt, mein Job ab. Du bist genauso wie deine Mutter. Die war auch immer so pflichtbewusst. Such dir einen Job, schließ eine Lebensversicherung ab, das ganze Programm. Als alleinerziehende Mutter hatte sie ja wohl keine andere Wahl. Sie war schon vor deiner Geburt so. Was glaubst du, warum du so geworden bist? Was ist falsch daran, einen geregelten Job zu haben oder eine Lebensversicherung? Nichts, Was ist falsch daran, kein Betrüger zu sein oder Verantwortung zu übernehmen? Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bin. Ich doch auch. Ich bin genauso geworden, obwohl es dich gibt. Und bei Frank ist das genauso. Und selbst bei Tim hatte ich Hoffnung, dass er so langsam sein Leben halbwegs auf die Reihe kriegt, bis du gekommen bist. Ich weiß, dass ich ein schlechter Vater war. Deshalb bin ich doch hier. Ich wollte, dass wir als Familie noch mal von vorne anfangen. Ja, du möchtest es vielleicht, aber von uns liegt keiner Wert drauf. Wenn es nach uns geht, kannst du gerne dahin zurückgehen, wo du hergekommen bist. Hallo zusammen. Guten Tag. Dr. Helmke, Sie wollen bei der Untersuchung dabei sein? Sehr gerne. Dann fangen wir direkt an. Setzen Sie sich. Herr Helmke, ich werde einen Test mit Ihnen durchführen, damit wir herausfinden, woher Ihr Gedächtnisschwund kommt und wie wir ihn einstufen können. In Ordnung? Bitte prägen Sie sich das Muster gut ein. Und jetzt zeichnen Sie es bitte nach. Herr Helmke, können Sie das Muster nachzeichnen? Ich weiß nicht. Was meinen Sie damit? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Mein Anteil ist wieder bei der Ministerin. Sie sind dran. Tristan und Lisbeth warten auf Sie. Das war das letzte Mal, dass ich mit Ihnen Geschäfte gemacht habe. Sie machen mir Vorwürfe? Wenn Sie Lara gleich gefeuert hätten, als sie das erste Mal geschnüffelt hat, hätte niemand was gemerkt. Der war es nur unfähig. Das Ganze hat zwei Vorteile. Ach ja? Da bin ich aber gespannt. Was immer Sie vorhatten, es ist gescheitert. Und das ist so eine Genugtuung für mich, dass ich gleich den zweiten Vorteil nutzen werde. Und der wäre? Ich bin an keine Absprache mehr gebunden und kann diesen kleinen Triumph mit Ihrer Tochter feiern. Finger weg, oder ich mach dich kalt. Meine Herren, ich muss doch bitten. Deine Tochter jault wie eine Katze, wenn sie wild wird. Genug jetzt! Die Gräfin verlangt nach Ihnen, Herr Nahles. Ich hoffe, dass Kim heute Abend noch nichts vorhat, aber selbst wenn, sie springt ja eh, wenn ich pfeife. Kim, wo bist du? Bei LTL, warum? Lara, dich was? Mhm. Verstehe. Nein. Nein, ich fange nicht mit ihm an. Versprochen. Ja, gut. Bis dann. Was fällt dir ein? Ich musste es tun. Du hast versprochen, dass du dich raushältst. Ja, weil du behauptet hast, dass Ansgar sich mit dem Geld absetzen will, was ja gelogen war. Er ist mein Vater. Außerdem, warum musst du dich eigentlich in alles einmischen? Seit du hier bist, da machst du einen auf, ich rette die Welt. Halt dich doch einfach mal raus. Was geht es dich an, was mein Vater mit dem Geld machen wollte? Natürlich geht es mich was an, wenn er damit meine Oma fertig machen will. Ja, du hast recht. Findest du? Warum hast du nicht dafür gesorgt, dass Per im Knast landet? Ach, ich wollte, aber Ellie meinte... Ja, lass mich raten.
Zum Wohle der Familie vertuschen wir alles. Ja. Ansgar war ja wichtiger als Mertens. Und den kriegen wir offiziell nicht dran. Er kommt mal wieder schön davon. Dabei hat er alles kaputt gemacht. Okay, Vorschlag. Wir vergessen den ganzen Mist. Wir haben uns gegenseitig verarscht. Keine Lügen mehr. Deal? Deal. Ich kann eine Freundin nämlich echt gut gebrauchen. Herr Helmke, ich habe Ihnen 20 Substantive genannt. Bitte wiederholen Sie davon alle, an die Sie sich erinnern können. Herr Helmke, können Sie sich wenigstens an eines erinnern? Gut. Wie bitte? Gut. Diese Substantiv war aber nicht dabei. Ich möchte heute noch das MRT machen. Selbstverständlich. Das steht längst aus. Was vermuten Sie denn? Lassen Sie uns die Ergebnisse abwarten. Und dann würde ich gerne mit Ihnen reden. Dankeschön. Wiedersehen. Das war eine Katastrophe. Du hast doch nicht anders erwartet. Du hast dich benommen, als hättest du das Ganser-Syndrom. Keine Ahnung, was das ist, aber klingt ganz nach mir. Das Ganser-Syndrom ist eine psychische Störung an der diagnostischen Grenze. Die Betroffenen antworten unzusammenhängend und unlogisch. Dann erklären Sie mich für verrückt. Sei doch froh, dann bist du aus dem Schneider. Weißt du, wie man das Ganser-Syndrom noch nennt? Eine krankhafte Form der Schlitzohrigkeit. Du wirst also als psychisch gestört gelten oder als Simulant entlarvt. Und wir alle mit dir. Haro, du hattest einmal die Chance, alles richtig zu machen. Wenn du nur einmal in meine Unterlagen geschaut hättest. Aber nein, Haro Helmke ist frei von diesen weltlichen Dingen. Mann. Weißt du was, ich danke dir. Du hast mir einmal mehr gezeigt, dass ich dir ein Dreck wert bin. Ich hab's kapiert. Du hast gar nichts kapiert. Was hat Emilio gesagt? Er hasst mich. Das ist echt hart. Ja, gut. Ich muss das einfach versuchen. Ich wusste gar nicht, dass du noch was von ihm willst. Ja, wusste ich auch nicht. Bis ich die Unterlagen zur Vermögensteilung vor mir hatte. Er fehlt mir. Sein Grübchen am Kinn. Sein Lachen. Dann dieses ganz besondere Blitzen in seinen Augen, wenn er was total lustig findet. Ja, das ist echt süß. Aber hast du mir nicht noch vor ein paar Tagen gesagt, dass du fertig mit ihm bist? Vielleicht habe ich mir einfach noch was vorgemacht. Meinst du, ich bin melancholisch geworden, weil die Scheidung jetzt näher rückt? Wenn Per nicht gewesen wäre, dann wären wir noch zusammen. Wahrscheinlich. Er kann doch nicht einfach vergessen, wie glücklich wir zusammen waren. Oder hat er schon eine neue? Das musst du Emilio fragen. Ja, aber gut. Wenn es was Ernsthaftes wäre, hättest du es mitbekommen. Ich meine, ihr wohnt zusammen. Kim, es ist Ich so... weiß, ich soll mir keine falschen Hoffnungen machen, aber solange er sich nicht in eine andere verliebt hat, ist es nicht zu spät. Ich muss es einfach weiter versuchen. Oder was meinst du? Ja, wahrscheinlich. Danke, Wofür? dass du mir wieder Mut gemacht hast. Und wie lief's? Wie hat Haro sie angestellt? Das war ein totales Desaster, wie immer. Was? Wieso das denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das Einzige, was dieser Mann wirklich nicht weiß, ist, wie man ein guter Vater ist. Falls er das überhaupt je wusste. Ich wusste es. Er hat sich das Dossier noch nicht einmal angeschaut. Ich habe mir die ganze Nacht für ihn um die Ohren gehauen. Nein, 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 er hat's praktisch auswendig gelernt. Woher willst du das wissen? Ich war dabei. Wir haben uns den Test mehrfach reingezogen. Ich habe am Schluss schon selber gedacht, ich habe Amnesie. Ihr wisst doch, wie es läuft. Wenn es drauf ankommt, gerate ich völlig durcheinander. Man kann sich einfach auf mich nicht verlassen. Ja, das wissen wir. Und was bringt dich jetzt plötzlich zu der Einsicht? Ist doch egal. Du hast Jo getroffen, oder?
wirklich. Ich habe auch zuerst gedacht, Harro ist faul und kapiert den Ernst der Lage nicht. Aber er hatte einfach nur Schiss, also haben wir zusammen gelernt. Außerdem, warum warst du überhaupt dabei? Ich dachte, du hast die Schnauze voll. Wie soll ich sagen? Du und dein Bruder, ihr verfügt über gewisse Überredungskünste. Oh, aber Moment, du warst die ganze Zeit sauer? Ja. Und ich habe ihm gesagt, dass wir 3 keinen Wert auf seine Anwesenheit legen. Kein Wunder, dass er den Test verbockt hat. Und jetzt? Ich werde das tun, was ich schon längst hätte tun sollen. Du gehst zurück in die Karibik? Nein. Ich werde mich den Bullen stellen und ihnen die komplette Geschichte erzählen. Ich werde behaupten, dass ich euch genauso getäuscht habe wie die Versicherung. Ey, du wanderst in den Knast. Das ist meine Verantwortung. Mann, Frank, jetzt sag doch auch mal was. Die beste Idee, die er je hatte. Ey, das ist so klar. Mach das nicht. Wenn du ins Gefängnis gehst, das packst du nicht mehr. Du gehst da ein. Ich weiß. Aber er hat den Test versaut. Es ist zu spät. Ihr Ärzte denkt euch doch solche Tests aus. Was soll das heißen? Dass du doch auch am besten weißt, wie man so ein Ergebnis verbessert. Hi, Kim. Na, hat Mertens dich schon angerufen? Selbst wenn nicht. Ich werde mich nicht mehr mit ihm treffen. Ich meine, wie du weißt, habe ich das Ganze nur gemacht, um ihn für dich auszuspionieren. Und das hat sich jetzt erledigt. Er hat mir tatsächlich mit einer Akte über mich gedroht. Ich weiß gar mal, ob das nur ein Bluff war. Also ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Deine Vermögensverhältnisse? Geht's um die Scheidung? Ich will nicht drüber reden, okay? Wirklich nicht? Wirklich nicht. Was hast du jetzt eigentlich vor? Alex und Tanja werden weiter versuchen, RTL zu ruinieren. Wenn du die Firma nicht aufkaufst, dann... Dann wird wohl Alexa ihr Erbe locker machen. Tja, ja. Und warum erzählen wir Elisabeth nicht, dass die Diamanten geklaut werden sollen? Weil wir nicht wollen, dass diese Dessous-Linie ein Erfolg wird. Einen Haufen Geld abwirft und Lisbeth sich als Firmenchefin bewährt. Dann hat Tanja gewonnen. Sie kann uns alle nicht nur rausschmeißen. Sie bekommt Diamanten im Wert von 85 Millionen. Damit kann sie sich eine Menge Nachthemden besticken lassen. Ja. Es sei denn, ich komme mir so vor. Du willst dir auch Nachthemden besticken lassen? Ja, richtig. Nein, ich werde verhindern, dass Tanja sich diese Steine unter den Nagel reißt, indem ich sie selbst an mich nehme. Und dafür brauche ich zunächst mal das genaue Lieferdatum. Wir sehen uns. Ja, die Prototypen nehmen wir für das Shooting. Die sind perfekt. Sagen Sie Tim Helmke Bescheid, das Shooting findet heute Nachmittag statt. Ist es nicht ein bisschen leichtsinnig, hier so mit den Diamanten rumzuwedeln? Was denn mit den Sicherheitsvorkehrungen, wenn die Mitarbeiter durchsucht, bevor sie das Haus verlassen? Wovon redest du? Von den Diamantenbuchsen. Wovon denn sonst? Jetzt komm mal runter, das ist Strass. Ah. Dann sind die richtigen Steine also im Safe oder schon in der Produktion? Die richtigen Diamanten sind noch gar nicht geliefert worden. Jetzt hau ab, du nervst. Tja, also laut meinen Zahlen schon. Davon weiß ich nichts. Naja, Lisbeth wird bestimmt ihre Gründe haben, warum sie dich nicht einweiht. Moment mal, was für Zahlen? Die Überweisungen, die sind gestern raus. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lisbeth in Vorleistung geht. Bei so einer Summe. Ich bin gleich wieder da. Ich mach mal Pause. Die Ergebnisse von dem MRT von Herrn Helmke, sind die schon da? Verzeihung, habe ich das richtig vernommen, dass Sie die behandelnde Ärztin von Herrn Helmke sind? Und Sie sind? Glase, mein Name. Versicherungsermittler. Ich vertrete die Lebensversicherung von Herrn Helmke und es besteht nämlich der dringende Tatverdacht eines Versicherungsbetruges. Insofern bin ich berechtigt, alle Informationen über den Patienten einzuholen. Also gut, aber die kann ich Ihnen erst geben, wenn die Ergebnisse des MRT vorliegen. Aber Sie haben doch schon einige Tests mit ihm gemacht. Das habe ich, aber wie Sie wahrscheinlich auch wissen, ist eine Amnesie nicht so einfach zu diagnostizieren. Ja, verstehe. Vor allem, wenn der Verdacht besteht, dass der Patient nur so tut, als ob, nicht wahr? Wie gesagt, eine Diagnose kann ich erst stellen, wenn alle Ergebnisse da sind. Aber Sie schließen nicht aus, dass er simuliert. Bei
Bei dem ersten Test hat der Patient durchaus Symptome einer Amnesie gezeigt. Bei dem heutigen Test wirkte er einfach nur verwirrt und störrisch. Ja, vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Danke. Glaser hier. Helmke simuliert. Also wir müssen noch die Tests abwarten, aber wenn das MRT ohne Befund bleibt, haben wir ihn. Ich hab doch gesagt, ich bin dran. Warum weiß ich dann immer noch nicht, wann die Diamanten geliefert werden? Mensch, weil ich noch Zeit brauche, deswegen. Wir haben aber keine Zeit mehr. Sonst sind die Steinchen an den Dessous, bevor ich sie stehlen lassen konnte. Mach dich an Lara ran und reich sie aus, sonst war's das mit deiner Million. Ich kümmere mich drum. Hey, Sascha. Mensch, was machst du an der Dienstschluss, hä? Wir könnten wieder mal Tischfußball. Egal, was du machst, mach es woanders. Ich brauch die Bude, okay? Damenbesuch? Zumindest hoffe ich, dass sie kommt. Ich habe ganz schön missgebaut und musste es wieder gut machen. Ich hoffe, sie gibt mir noch eine Chance. Na dann viel Glück. Das heißt, ich habe sturmfrei? Ich mache mich gleich vom Acker. Kim will mit Emilio weitermachen und ich knusch einfach mit ihm rum. Ich bin echt das Letzte. Du bist verliebt. Da macht man schon mal Sachen, die man sonst nicht tut. Ja, aber Kim ist mir wichtig. Emilio auch. Das hilft jetzt echt nicht. Ich will doch nur nicht, dass du dir was vormachst. Du willst Kim eine gute Freundin sein. Das bist du, sonst würdest du nicht meine Strohhalme malträtieren. Lara, du hast dich in Emilio verliebt. Wenn er deine Gefühle erwidert, dann bringt's auch nichts, wenn ihr Kim zuliebe darauf verzichtet. Da hat sie auch nichts von. Ja, aber sie hat es wenigstens verdient, dass ich ehrlich zu ihr bin. Ist unser Superhand zufällig bei dir? Wenn du von unserem Vater sprichst, der packt gerade. Haro? Du willst schon wieder abhauen? Das ist wieder so typisch. Da läuft mal eine Sache. Ruhig, Junge. Unser Vater will sich der Polizei stellen. Er nimmt alles auf sich und behauptet, dass er uns die Amnesie auch nur vorgespielt hat. Seine Idee. Tut mir leid, dass ich euch solche Umstände bereitet habe. Ja, Tatsache. Na, vielleicht besucht ihr mich mal im Knast. Ich fürchte, dazu wird's nicht kommen. Ich habe nämlich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, du musst nicht in den Knast. Warum? Hat dieser Glaser einen Versicherungsburnout? Nein, dazu hat dieser Typ viel zu viel Spaß, Leute dran zu kriegen. Hier kommt die schlechte Nachricht. Du hast einen Schatten im Frontallappen. Und zwar genau an der Stelle, wo sich das episodische Gedächtnis befindet. Schau. Dieser Teil des Hirns ist zuständig für die Erinnerung von persönlichen Erfahrungen und für die Verkettung von Ereignissen. Ein Schatten an der Stelle kann beweisen, dass du tatsächlich an Amnesie leidest und manchmal wirre Antworten gibst. Das ist ja furchtbar. Kann man was dagegen tun? Der kapiert's echt nicht, oder? Kein Wunder, mit einem Schatten im Gehirn. Sag mal, kannst du dadurch in Schwierigkeiten kommen? Ich habe das MRT gegen das eines Patienten ausgetauscht, der schon lange tot ist. Es wird als Beweismittel ausreichen. Moment, heißt das denn, was heißt das? Das heißt, dass sich mal wieder einer deiner Söhne für dich strafbar gemacht hat. 2 genau genommen, weil ich natürlich meine Klappe halten werde. Ich habe also keinen Schatten. Doch, definitiv, aber nicht auf deinem Frontallappen. Danke. Du bist eben doch mein Sohn. Ja, damit werde ich mich wohl so langsam abfinden müssen. Lara? Hi. Du, hör mal. Ich habe vorhin Emilio belauscht und... Ich muss dir was sagen, Kim. Am besten jetzt gleich. Ist alles okay? Du hörst dich komisch an. Ja, nein, keine Ahnung. Hast du Zeit? Ja, ich wollte gerade Pause machen. Wollen wir uns im Schnellers treffen? Lieber bei mir. Kannst du in die WG kommen? Ja. Klar. Bis dann. Kim, alles klar? Ja, ich habe ein Date. Echt? Mit wem? Mit Emilio. Lara hat mich gerade versucht, in die WG zu lotsen und ich weiß, dass Emilio dort eine Überraschung für jemanden vorbereitet.
Dann ist unser Meeting jetzt beendet. Quatsch, ich habe noch ein paar Minuten. Hast du dich mal angesehen? Ab in den Kleiderfundus. Ich habe das perfekte Kleid für dich. Na, endlich. Können Sie nicht anklopfen? Die Diamanten. Sie müssen schon bei Elisabeth sein. Was? Blödsinn. Das hätte sie uns mitgeteilt. Immerhin hängt vom Liefertermin die ganze Produktion der Dessous ab. Sie hat schon bezahlt. Für die Diamanten? Ja. Wo wollen Sie das wissen? Ansgar, der hat mich gerade darauf angesprochen. Ja, da staunst du, Tanja. Ich habe dich schon überall gesucht. Das wäre eine Katastrophe. Wie sollen wir die Steine klauen, wenn sie längst in Elisabeths übereifrigen Händen sind? Warum hat ihr toller Spion das nicht mitbekommen? Lisbeth braucht eine Kopie deiner E-Mail an die Ministerin und einen Kontoauszug, der belegt, Kannst du mal die Klappe halten? Ich habe hier ein wichtiges Telefonat. Geld zurückgezahlt hast. Jetzt. Herrgott, noch mal, was ist denn? Alexa, Emilio hätte es mir erzählt. Er ist ganz nah an Elisabeth dran. Wir können uns aber nicht auf ihn allein verlassen. Wir verwanzen Elisabeth? Sie können ja doch denken, Alexa. Machen wir einen kleinen Testlauf. Ah, Scheiße, was ist das denn? Das ist eine Rückkopplung. Bring das Teil zurück. Das mit dem Denken nehme ich zurück. Was? Das ist eine Rückkopplung. Das heißt, hier ist irgendwo eine Wanze und ich werde abgehört. Schon wieder? Ich habe doch gesagt, Lisbeth kriegt alle Unterlagen, die sie braucht. In einer halben Stunde, okay? Gut, das war's noch nicht. Was denn noch? Du willst meine Unterschriften. Ich habe doch noch ein paar Fragen. Darf ich mal? Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 So, ich denke mal, damit ist alles geklärt, okay? Irgendeine Idee? Ansgar. Dann war die ganze Nummer nur ein Bluff, um den Liefertermin rauszubekommen. Dieser verdammte Drecksack. Dann viel Spaß noch beim Telefonieren. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin auch absolut unzufrieden mit unserem Zwischenmann. Aber wenn Ansgar sagt, dass die Zahlung durchgegangen ist... Wissen Sie was, Alexa? Ich rufe unseren Mann einfach direkt an. Ja, hallo, von Lahnstein hier. Wir haben Grund zur Annahme, dass... Die Steine bereits geliefert wurden. Können Sie mir auch was dazu sagen? Ganz definitiv. Mhm. Ja, danke. Keine Ahnung, was Ansgar da für einen Zahlendreher an seinen Papieren hat. Mit ihm als Bankenchef können wir froh sein, dass wir nicht alle schon längst in der Gosse gelandet sind. Also, unser Zwischenmann weiß zu 100%, dass die Lieferung der Diamanten in 2 Wochen erwartet wird. Erst in 2 Wochen?
Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Genug Zeit für einen Gegenangriff. Danke. Okay. Auf deine Wiedergeburt. Jo, du weißt, dass du etwas bei mir gut hast. Und das wird er dich nicht vergessen lassen. Worauf du wetten kannst. Ich muss los, ich hab noch ein Shooting. So pflichtbewusst kennen wir dich ja gar nicht. Spaß dir. Jungs, als ich nach Düsseldorf kam, war ich ein egoistischer Hornochse, der nur das Geld seiner Lebensversicherung im Kopf hatte. Aber das Wiedersehen mit euch, meinen Jungs, hat aus mir einen neuen Menschen gemacht. Mir ist bewusst geworden, was es heißt, eine Familie zu sein. Ein Vater. Ja, und ich bin glücklich, dass ich diese Chance habe. Diesmal mache ich alles besser. Versprochen. Keine Versprechung, die du nicht halten kannst. Oh, jetzt hast du echt den schönen Moment vermasselt. Auf mal, Jungs! Ich wusste gar nicht, dass ein Schatten im Frontallappen ein Grund zum Feiern ist. Es sei denn, man ist kerngesund. Eine feine Familie, kriminell bis unter die Hutschnur. Herr Kommissar, Herr Doktor, ich muss davon ausgehen, dass Sie Mitwisser dieses Betruges sind. Von welchem Betrug reden Sie? Der Befund meines Vaters ist eindeutig. Na klar. Mit einem Arzt in der Familie kriegt man jeden Befund, den man sich nur wünschen kann. Was wollen Sie, eine Klage wegen Verleumdung? Oder haben Sie Beweise, Herr Glaser. Herr Glaser? Die kriege ich noch. Und dann sind Sie alle dran. Hey, Emilio? schön, dass du da bist. Perfektes Timing. Perfekt. Schlimmer könnte dein Timing nicht sein. Also, ich habe mit deiner Oma gesprochen, gefragt, wann du Feierabend hast, und ich habe dein Lieblingsessen gekocht. Lasagne mit Räuchertofu. Also schmeckt gar nicht so schlecht, das Zeug. Was wird das? Ich habe missgebaut, dich mit dem Kuss zu überfallen. Emilio, wir sind nur Freunde. Das haben wir doch geklärt. Ende der Geschichte. Und was ist, wenn ich dich nicht aus meinem Kopf kriege? Hm? Wenn ich mich auf nichts mehr konzentrieren kann, weil ich nur an diesen Kuss denken muss? Oh nein. Egal, wer das ist, ich krieg das hin. Ich wimmel den einfach ab. Emilio, bitte, das... Kim. Wow. Das ist echt süß von dir. Danke, Lara. Dann kannst du jetzt gehen. Süß? Was willst du hier? Du hast mich doch herbestellt. Ich? Nein. Ich habe Lara herbestellt.